Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend Ihnen allen. Für die Fußball-EM dürfte die Berliner Regierungskoalition heute Abend wenig Zeit haben. Der SPD-Kanzler, sein grüner Vizekanzler und der FDP-Finanzminister stecken in einem Wettkampf der eigenen Art. Können sie sich trotz diametral entgegengesetzter Vorstellungen noch mal zusammenraufen, um einen Haushalt fürs kommende Jahr aufzustellen? Im Kanzleramt läuft da im Moment ein vertrauliches Treffen der drei. Die Zeit drängt und manche sagen bereits, es könnte zum Endspiel werden für die Koalition. Zumal es in den einzelnen Parteien rumort. Die SPD etwa versuchte heute in ihrem Präsidium die schlimmste Schlappe bei einer deutschlandweiten Wahl seit mehr als 130 Jahren aufzuarbeiten. Und einige werden dann nervös. Sollte das Dreiertreffen im Kanzleramt konkrete Ergebnisse haben, erfahren Sie die selbstverständlich hier bei uns. Ein konkretes Ergebnis des Ukraine-Gipfels in den Schweizer Bergen ist die Tatsache, dass er überhaupt stattfand. Dass mitten im Krieg auf höchster Ebene Wege zum Frieden gesucht werden. Dass fast 100 Staaten dabei waren und die große Mehrheit von ihnen der Ukraine den Rücken stärkte. Ebenso klar wurde in der Alpenluft aber auch, wie wichtige Länder nach wie vor ausscheren. Andreas Künast. Als am Ende wieder Frieden einkehrt über dem Vierwaldstätter See, ist der Frieden in der Ukraine nicht näher als am Anfang. Noch ohne Russland hatte 2 Tage lang die Hälfte der Welt versucht, einen gemeinsamen Friedensplan zu schmieden. Die Schweiz schafft es, auch Staaten mit pro-russischer Stimmung wie Kenia oder bisher eher Unentschiedene wie Katar hinter Präsident Zelensky zu versammeln. Von 92 Ländern unterschreiben 80, dass die Grenzen der Ukraine unverletzlich sind. Über Monate war die Rede vom Krieg, von Waffenlieferungen, von militärischer Unterstützung. Nun haben wir über Frieden gesprochen. Nachdem gestern die so noch nie gesehene Gemeinschaft von Präsidenten, Ministerpräsidenten und Ministern ihren Friedenswillen demonstriert hat, werden heute die Unterschiede sichtbar. Einflussreiche Staaten wie Indien und Südafrika unterschreiben das Abschlussdokument nicht. Darin verlangt der Gipfel über den Frieden, dass die Ukraine Kontrolle über ihre Atomkraftwerke und Seehäfen erhält, dass Russland die entführten Kinder und Kriegsgefangenen freilässt und aufhört, mit Atomschlägen zu drohen. Wenn alle Schritte geklärt sind, ist der Weg frei für den zweiten Friedensgipfel und damit für die Beendigung dieses Krieges mit einem gerechten und dauerhaften Frieden. Dann verlassen die Diplomaten den ersten Friedensgipfel und die Welt fragt sich, ob Russland die Einladung zum zweiten annehmen wird und ob von diesem Tag wenigstens ein Hoffnungsschimmer bleibt. Ja, das ist die Frage. Gucken wir nach Antworten live in die Schweiz zu Andreas Künast. Guten Abend, Andreas. Nach dem Gipfel ist also vor dem Gipfel. Alle gucken bereits auf eine Folgekonferenz. Werden wir denn rückblickend mal sagen können, da ist jetzt wirklich etwas in Gang gekommen? Vielleicht. Und dieses Vielleicht ist schon mehr, als vor diesem Gipfel zu erwarten war, den ja viele sofort abgeschrieben hatten, als klar war, dass Russland nicht eingeladen ist und dass Russlands wichtigster Verbündeter China die Einladung nicht angenommen hat. Ja, und nun hängt es an diesen beiden. Es hängt daran, ob Russland beim nächsten Mal kommen wird und ob China Russland zu- oder absagen wird. Damit wird jetzt nicht mehr die ukrainische Regierung jeden Tag gefragt werden, werdet ihr mit den Russen reden, sondern die russische Regierung wird nun jeden Tag gefragt werden, werdet ihr zum zweiten Gipfel fahren, werdet ihr mit der Ukraine reden? Und das zumindest hat dieser Gipfel auf den Kopf gestellt. Kann man auch schon sagen, wie es jetzt konkret weitergehen wird mit diesem zweiten Gipfel? Gibt es da irgendeinen Termin zum Beispiel? Es gibt noch keinen Termin und zunächst beginnt erstmal die Suche nach einem Ort, nach einem zweiten Gipfel, denn da stehen die Bewerber jetzt nicht gerade Schlange, nachdem Russland der Schweiz zum Beispiel die Neutralität abgesprochen hat, weil sie diesen Gipfel, weil sie diese Konferenz hier ausgerichtet hat und mehr noch, Russland erklärt die Schweiz jetzt als offen feindseligen Staat. Also es kommen so im Prinzip in Frage die Türkei, weil sie es schon einmal geschafft hat, Russland und die Ukraine zu Verhandlungen in einen Raum zu kriegen und Saudi-Arabien.
Georgien, weil dieses Land es schon einmal geschafft hat, China zu einer Ukraine-Konferenz dazuzuholen. Und das sind beides übrigens Länder, in die man auch als gesuchter Kriegsverbrecher reisen könnte, ohne sofort festgenommen zu werden. Die Analyse hoch über dem Vierwaldstätter See von Andreas Künast. Andreas, herzlichen Dank. Die Fußball-Europameisterschaft läuft seit 3 Tagen. Die Stimmung quer durch dieses Land macht Lust auf mehr. Und gleichzeitig ist die Anspannung fühlbar, unter der Deutschlands Sicherheitsbehörden stehen. Heute in Hamburg, tausende niederländische Fans laufen voller Vorfreude durch St. Pauli. Kurz nach dem Trubel fallen in einer Nebenstraße der Reeperbahn mehrere Schüsse. Die Polizei setzt einen Mann außer Gefecht, der Beamte und Passanten bedroht hatte. Sven Rieken mit mehr dazu. Später wird die Polizei über den Mann sagen, dass er psychisch krank ist. Von Schizophrenie ist die Rede. Was den 39-Jährigen zu dieser Tat verleitet hat, ist noch immer unklar. Klar ist nur, er versuchte einen Molotow-Cocktail anzuzünden, obwohl er von Polizisten umstellt war. Erst Schüsse der Beamten stoppen ihn. Ich dachte im ersten Moment, der macht irgendeinen Spaß, der möchte einfach Aufmerksamkeit. Und dann hat es wirklich erst ein bisschen gedauert, bis ich realisiert habe, wie gefährlich die Situation eigentlich war. Noch kurz zuvor standen die niederländischen Fußballfans wenige Meter von der Absperrung entfernt. Von hier leitete die Polizei sie in Grüppchen zur S-Bahn. Erstmal muss man feststellen, es hat offensichtlich mit Fußball gar nichts zu tun. Aber hier auf dem Kiez war natürlich viel mit Fußball. Es waren viele niederländische Fans hier. Der Fanwalk war gerade beendet. Mehr als 30.000 niederländische Fußballfans waren am Morgen in einem traditionellen Fanmarsch in der Hamburger Innenstadt unterwegs. Entsprechend viel Polizei begleitete die Aktion. Entsprechend schnell konnten die Beamten einschreiten, als der Mann aus dem Imbiss kam. Wenn man ganz ehrlich ist, dann braucht man wirklich ein paar Sekunden, um zu realisieren, was da eigentlich gerade passiert ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen zitternde Hände hatte ich schon. Die niederländischen und polnischen Anhänger feierten heute in Hamburg ein Fußballfest. Ein Fest mit fadem Beigeschmack. Denn egal welche Motivation der Mann am Ende hatte, er war ziemlich dicht dran an den Fans. Neue Entwicklung in Nahost, im Krieg in Gaza. Damit beginnt jetzt dein Nachrichtenüberblick, Hanna. Die israelische Armee hat für eine wichtige Route im südlichen Gazastreifen eine tägliche mehrstündige Kampfpause angekündigt. Nach Militärangaben sei das Ziel, mehr Hilfslieferungen zu ermöglichen. Die Pause soll bis auf Weiteres von 8 Uhr bis 19 Uhr gelten. Die humanitäre Route erstreckt sich demnach vom Grenzübergang Kerem Shalom bis zum europäischen Krankenhaus bei Khan Yunis. Die Kämpfe in Rafah werden unterdessen unvermindert weitergeführt. In der israelischen Regierung stieß die Ankündigung des Militärs auf Kritik. Bei den vorübergehenden Grenzkontrollen zur Fußball-EM sind bereits hunderte illegale Einreisen gestoppt worden. Laut Innenministerin Faeser wurden in der Woche vor dem Auftaktspiel insgesamt 900 unerlaubte Einreisen verhindert. Zudem habe die Bundespolizei 173 Haftbefehle vollstreckt, sagte Faeser der Bild am Sonntag. Die Kontrollen an allen deutschen Grenzen sind bis zum 19. Juli geplant. Nach der tödlichen Attacke in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt haben Polizei und Staatsanwaltschaft über den Stand der Ermittlungen informiert. Zum Motiv wird demnach weiterhin ermittelt. Der mutmaßliche Täter sei zuvor nicht durch schwere Vergehen aufgefallen. Hinweise auf einen religiösen Hintergrund gebe es keine. Bei den Angriffen am Freitagabend soll der Afghane zunächst einen Landsmann getötet haben. Danach verletzte er 3 Personen bei einem privaten EM-Fest und wurde von der Polizei erschossen. 2 der Verletzten konnten mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden. Blicken wir auf die Wetteraussichten. Morgen im Südosten länger sonnig, sonst wechselnd oder stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. In den nächsten Tagen teils sonnig, teils kräftige Gewitter, dabei hohe Unwettergefahr. Im Nordwesten um 20 Grad, im Südosten bis 31 Grad. Und mit diesen Aussichten bedanken wir uns alle hier im Heute-Journal-Team für Ihr Interesse, wünschen einen angenehmen Abend und natürlich viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Tschüss. Tschüss.